Moin Leute und herzlich willkommen zum zweiten Part meiner Videoserie, wie man Cookie Clickers programmiert. In dieser Folge wird es hauptsächlich darum gehen, wie man den Toast, der angezeigt wird, wenn wir den Cookie klicken, verschönert und wie man die Anzeige unserer Cookies verschönert. Dazu werden wir jetzt einfach gleich mal anfangen. Dazu öffnet ihr Android Studio und geht auf das Projekt, was wir in der letzten Folge erstellt haben. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann schaut euch gerne mein letztes Video an. Das werde ich euch in der Videobeschreibung verlinken. Okay, zuerst werden wir unserem TextView aus unserer ShowToast-Method eine Schriftart übergeben. Dazu öffnet ihr einfach mal euren Browser, geht dann auf Google und gebt dort 1001 Fonts ein. Anschließend klickt ihr auf den zweiten Link. Und auf dieser Seite habt ihr zwei Möglichkeiten, und zwar entweder ihr sucht euch hier eine Schriftart aus oder ihr nehmt einfach die, die ich auch nehme, und dazu klickt ihr dann auf den Buchstaben J und geht auf die 8. Seite. So, dann die Schriftart, die ich verwenden werde, ist gleich die erste, und zwar Janda Manate. Dazu klickt ihr einfach auf Download und kopiert dann die Typeface-Datei in einen neuen Ordner, den wir jetzt erstellen werden. Dazu gehen wir in die Ansicht Project und dann unser Projekt, App, Source und Main. In dem Ordner Main werden wir dann einen neuen Directory erstellen, New Directory, und nennen den Assets. Okay, dann nehmt ihr eure Typeface-Datei, die ihr gerade runtergeladen habt, und kopiert sie einfach in den Folder rein. So, jetzt seht ihr die hier drin. Und dann gehen wir wieder in unsere Main Activity und werden diese Schriftart deklarieren. Dazu erstellen wir eine neue Variable, und zwar private typeface ttf oder ja, ttf, und dann geht ihr in die onCreate Method oder importiert erstmal Typeface. So, und geht dann in eure onCreate Method. Hier werdet ihr jetzt schreiben ttf ist gleich typeface dot create from assets asset, und dann schreibt ihr als ersten Parameter get assets und als zweiten Parameter den Namen eurer Schriftart. Bei mir ist das Janda Manate solid .dtf. Okay. Jetzt können wir in unsere ShowToast-Method gehen und hier unserem TextView die dazugehörige Schriftart übergeben. Schreiben wir TextView.setTypeface. So. So, und dann den Namen eurer Variable, also ttf. Okay. Jetzt können wir noch unseren TextViewPoints auch die Schriftart übergeben. Dazu schreiben wir in unserer onCreate Method TextViewPoints set
Typeface und wieder dasselbe, TTF. Okay. Als nächstes werden wir uns jetzt darum kümmern, dass unser Toast nicht mehr so lange angezeigt wird. Und dazu benutzen wir die Klasse CountdownTimer. Dazu müssen wir in unsere showToast-Method wieder gehen und schreiben hier unter toast.setViewTextView CountdownTimer Toast Countdown und importieren die Klasse CountdownTimer und dann schreiben wir Toast Countdown ist gleich New CountdownTimer. So, jetzt fehlen hier noch Parameter und zwar 2 Stück, einmal 500 und 1000, jeweils in Millisekunden, und 500 ist der Wert, wie lange unser Toast dann angezeigt wird. Also 500 Millisekunden ist eine halbe Sekunde. Jetzt müssen wir noch in die onTick-Method schreiben toast.show und wiederum in unsere onFinish-Method schreiben wir toast.cancel. Und jetzt ist unser Toast, muss als Final deklariert werden, damit hier kein Fehler entsteht. Denn wenn wir jetzt das Final wegnehmen würden, dann würde hier ein Fehler entstehen. Und deswegen schreiben wir hier Final. Okay. So, dann müssen wir noch unter toast.show schreiben toast countdown.start. Okay. Jetzt wollen wir noch einstellen, dass unser Toast immer an verschiedenen Stellen angezeigt wird. Dafür werden wir die Klasse Random verwenden. Dazu erstellen wir wieder eine neue Variable und schreiben private random und gehen dann um unsere onCreate-Method, importieren random und dann in unserer onCreate-Method schreiben wir random ist gleich new random. Okay, jetzt können wir die Klasse random bzw. unsere Variable random in unseren Toast-Method verwenden. Und zwar werden wir das in der setGravity tun. Dazu fügen wir erstmal eine zweite Gravity hinzu, und zwar GravityLeft. Gravity.left. Und jetzt werden wir diese beiden Parameter ersetzen und werden da random benutzen. Und zwar schreiben wir beim ersten Parameter random.nextInteger, also dass er uns einen Integer-Wert erzeugen soll, und setzen eine Bound. Und zwar habe ich das durch Ausprobieren herausgefunden. Den könnt ihr gerne auch ändern, wenn ihr wollt, aber ich fand den Wert 600 ganz gut. Und dann schreiben wir auch noch plus 100, weil jetzt wird er im Moment ja auf der linken Seite in der Mitte angezeigt. Und da der Cookie nicht direkt am Rand des Bildschirms anfängt, schreiben wir noch plus 100. Dann als zweiten Parameter, als y-Wert, schreiben wir wieder random.nextInteger und setzen wieder ein Bound, das ist auch wieder 600. Und dann schreiben wir minus 300, damit wir 300 nach oben und 300 nach unten Spielraum haben. Jetzt können wir unseren geschriebenen Code mal testen. Und zwar werden wir dazu das einfach auf dem Emulator werden wir Run klicken, wählen unseren Emulator aus,
klicken OK. Okay, wenn eure App dann erfolgreich gestartet ist, werden wir mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Und zwar, wenn wir jetzt auf den Cookie klicken, sehen wir, die Typeface hat sich geändert und auch erscheint der Toast an verschiedenen Stellen, wenn wir hier raufklicken. Zudem geht er auch viel schneller weg als vorher. Okay, warum jetzt hier noch nicht die Typeface geändert wurde, das werde ich mir nochmal anschauen. Das schaue ich mir kurz an. Bis gleich. Okay, Leute, nachdem ich den Code nochmal durchgegangen bin, hatte ich gesehen, dass wir dem TextViewPoints die Typeface übergeben hatten, bevor wir sie überhaupt deklariert hatten, also in dieser Zeile. Und ihr müsst einfach die Zeile TextViewPoints.setTypeface.tdf müsst ihr unter diese Zeile machen. Und dann ist das Problem auch gelöst. Denn wenn wir jetzt unsere App starten, dann sehen wir, dass unsere Schriftart aktualisiert wird in unserem TextView. Und ja, in der nächsten Folge werden wir uns darum kümmern, einen Store zu createn, und in diesem Store können wir dann verschiedene Objekte einfügen, die man sich in dem Spiel dann kaufen kann, wie beim echten Cookie Clickers. Und ich würde einfach sagen, das war's für dieses Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert doch einfach mal meinen Kanal. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.